Blur. Wenn Mario Kart und Fast and Furious ein eigenes Baby hätten. Willkommen in der schillernden Welt von Blur, dem atemberaubenden Rennspiel, das im Mai 2010 von dem Bizarre Creations Studio erschaffen und von Activision auf die Bildschirme gebracht wurde. Diese Kollaboration zwischen einem hochgelobten Entwicklerteam und einem renommierten Publisher versprach von Anfang an ein Rennspielerlebnis, das weit über die üblichen Standards hinausgeht. Die Visionäre von Bizarre Creations haben sich selbst übertroffen, indem sie eine so reale Fusion aus realen Autos und einem schier grenzenlosen Arsenal an überdrehten Waffen erschaffen haben. Diese Liebe zum Detail zeigt sich nicht nur in der Auswahl der atemberaubenden Strecken, die von realen Orten inspiriert sind und so verrückt sind, dass selbst Lewis Hamilton die Orientierung verlieren würde, sondern auch in der Vielfalt der verfügbaren Fahrzeuge. Ob Muscle Cars, Sportwagen oder exotische Supercars. Jedes Auto wurde mit einer Hingabe zum Design geschaffen, die an die Auswahl des perfekten Superheldenkostüms erinnert. Der Verleger Activision, bekannt für die Unterstützung hochkarätiger Spiele, hat Blur in die Welt entlassen und damit eine Mischung aus Geschwindigkeit und Chaos freigesetzt, die die Herzen von benzinschnüffelnden Rennspiel-Enthusiasten höher schlagen lässt. Die Veröffentlichung des Spiels markierte einen Wendepunkt in der Welt der Arcade-Rennspiele, da Blur mit seinen geisteskranken Power-Ups und den intensiven Multiplayer-Erfahrungen einen neuen Standard setzte. Die Power-Ups in Blur sind so abwechslungsreich wie die Bonbon-Auswahl in einem abgeranzten alten Kiosk im Ruhrgebiet. Und das Gameplay fühlt sich an, als ob du in einer intergalaktischen Mario Grand Prix Session gelandet bist, nachdem du an irgendwelchen Wie-Kräutern geknabbert hast. Raketen, Minen, Schutzschilde, die Möglichkeiten sind endlos und du wirst dich fragen, ob du gerade in einem Renn- oder Kriegssimulator bist. Die Strecken in Blur sind nicht nur eine Augenweide, wie ich schon sagte, sondern auch eine Achterbahnfahrt im Vollrausch. Von den glitzernden Lichtern von Los Angeles bis zu den verwinkelten Straßen von Barcelona bietet Blur eine visuelle Reise, die so vielfältig ist wie die Fahrzeuge, die sie befahren. Und dann ist da noch der epische Soundtrack, der während der Rennen für Gänsehautmomente sorgt. Die Musik ist eine perfekte Symbiose aus Techno, Rock und einem Hauch von Dubstep, die dich antreibt, als ob du gerade für die Formel 1 trainierst. In Blur fühlt sich jeder Sieg an wie eine Oscar-Verleihung und jede Niederlage wie ein zu tiefer Fall in Minecraft. Du wirst fluchen, lachen und dich fragen, warum zum Teufel du gerade versucht hast, einen dreifachen Salto mit einem Sportwagen zu machen. Aber Fazit ist, Blur ist nicht nur ein Rennspiel, es ist ein Spektakel, das die Grenzen des Genres gesprengt hat. Bizarre Creations und Activision haben gemeinsam eine wunderbare Mischung aus Geschwindigkeit, Chaos und Unterhaltung geschaffen, die auch Jahre nach der Veröffentlichung noch immer als Maßstab für Arcade-Rennspiele gilt. Wenn du bisher dachtest, dass Rennspiele nur das Drehen von Runden sind, dann strapazier dein Gaspedalfinger mal und wage dich in die Welt von Blur. Du wirst es nicht bereuen. Allerdings ist es natürlich auch schwer, da ranzukommen. Der Multiplayer ist auch leergefegt, denn Blur ist halt schon ein bisschen alt. Und naja, mich persönlich hat so ein bisschen an Burnout erinnert, nur halt, dass diesmal noch dicke, fette Power-Ups dabei sind. Also im Grunde wirklich eine Mischung aus dem klassischen Rennspiel und Mario Kart. Also eine ganz wilde Angelegenheit. Und ich wurde halt öfters mal gefragt, ey, kannst du mal was zu Blur machen? Und da haben wir es. Leider gab es nie einen Nachfolger, was auch ein bisschen mit Verkaufszahlen zusammenhängt, denn in den USA zum Beispiel wurde in der ersten Woche 31.000 Einheiten verkauft. Für Europa sind da jetzt keine Zahlen bekannt, aber diese mäßig guten Verkaufszahlen waren wohl auch der Grund für die Schließung des Entwicklungsstudios Bizarre Creations Ende 2012. Und ja, das ist eigentlich schade, denn viele feiern dieses Spiel heute noch. Es hat so bei manchen so einen Stellenwert fast wie Most Wanted bei der Need for Speed Community, weil es einfach auch mal was anderes war, ne? Ich meine, Most Wanted war damals so das absolute Oberding, was illegale Rennen so angeht. Burnout war so das Ding, was Crashen angeht, aber Burnout ist ja verschwunden und Blur war da mal dann so ein Lichtblick in Richtung, ja, Chaos im Rennspiel. Aber ja, in der Art gibt es heute kaum noch etwas. Und ja, das ist halt super schade. Und die Rennspielindustrie ist momentan sowieso ziemlich am Struggle, da haben wir ja schon mal Videos drüber gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ja, was meint ihr? Würdet ihr es feiern, wenn sowas wie Blur wiederkommen würde? Natürlich ist das eine schwierige Angelegenheit, ne? Activision vielleicht könnte da eventuell noch was dran machen und sagen, ja, wir gründen jetzt wieder hier irgendwie
ein Entwicklerstudio und setzen die an Blur 2 wieder dran. Ne, weil Blur 2 war zwar geplant quasi, wurde aber eingestellt, weil halt das Studio von Activision geschlossen wurde. Eine neue Engine befand sich zu dem Zeitpunkt auch schon in Entwicklung, aber ja, es hat am Ende nichts gebracht, weil einfach die Gesamtverkäufe von Blur 1 bei ungefähr 1,16 Millionen Exemplaren lagen und das war für die wohl nicht ausreichend. Und dementsprechend wurde dieses ganze Projekt gecancelt. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Blur gespielt habt und es vermisst, ne? Und wie gesagt, ob ihr es euch zurückwünschen würdet. Ich persönlich habe es nie gespielt. Ich würde es gerne spielen, aber da muss ich erstmal gucken, wie komme ich da ran, auf welcher Plattform kann man es noch spielen. Ich glaube, ich hatte es neulich mal für den PC gesehen. Ist nur die Frage, wie gut lässt sich das jetzt spielen auf modernen Plattformen hier mit Windows 10 und 11 und bla bla bla. Aber muss man mal schauen, weil ich denke, das ist definitiv ein Spiel, was man mal gespielt haben muss, wenn man auf Rennspiele steht. Und dann sind wir damit auch schon am Ende unserer Reise hier wieder. Ist ein bisschen kürzer diesmal das Video. Habe ich auch mal ein bisschen anders geschnitten als die vorigen Videos, wo ich über alte Rennspiele und so weiter geredet habe. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch der Stil so gefallen hat und ob ich das öfters so machen soll. Wir sehen uns dann im nächsten Video und um euren Fanstatus zu steigern, solltet ihr ein Like da lassen und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Blur, race like a big boy.